Moin liebe Freunde, hier ist der David von Musik Produktiv. Neben mir sitzt der Nick von Zodiac. Grüß euch. Und wir haben hier heute aus dem Hause JHS das neue Andy Timmons Signature Overdrive für euch mit dabei, was wir uns mal gemeinsam anschauen werden. Wer den guten Herren kennt, sage ich mal, ja, und so ein bisschen schaut, was er auch so spielt und was es so gibt, wird vielleicht den BB Preamp kennen aus dem Hause Xotic Effects. Das ist jetzt ein paar Jährchen schon auf dem Markt gewesen, gibt es auch in verschiedenen Variationen, sage ich mal. Genau, das ist auf jeden Fall, wer es schon mal gehört oder ausprobiert hat, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gut klingendes Overdrive-Pedal. Gerade auch für so Solo-Geschichten, trägt sehr schön. Und jetzt eben neu aus dem Hause JHS, neues Overdrive. Genau. Ja, wir springen einfach mal rein, würde ich sagen, und wir kaspern mal schnell die Regler ab, die uns hier zur Verfügung stehen. Wenn wir uns das mal anschauen, wir haben hier ein EQ, also eine Klangregelung, ähnlich, ja, sonst heißt es oft Tone, ähnlich eines Tonreglers, relativ gängig. Wenn wir uns ab 12 Uhr, sage ich mal, nach rechts bewegen, also weiter aufdrehen, dann wird das alles ein bisschen höhenbetonter und der Sound wird einfach, der Gitarrensound wird einfach ein bisschen schlanker. Nach links hin wird es ein bisschen dunkler, ein bisschen mellow wird, wie man es so kennt. Wir haben logischerweise ein Volume, um einmal das Lautstärkeverhältnis anzupassen vom meinetwegen Amp-Sound zum Pedal, beziehungsweise man könnte es jetzt auch natürlich je nach Verstärker, den man so spielt, auch ein bisschen weiter aufreißen, um die Eingangsstufe ein bisschen heißer anzufahren und wenn man möchte, so dann auch ein bisschen mehr Dreck zu kriegen. Genau, Drive-Regler macht Sinn und muss ich, denke ich, nicht erklären. Und was hier jetzt ein bisschen kurioserweise, könnte man sagen, auffällt, ist dieser R-Regler, was auch ein klangregelndes Element ist. Das ist nochmal für den Höhenbereich im Prinzip so ein High-Cut. Genau. Können wir uns jetzt auch einfach mal anhören, ne? Dann verschaffen wir uns davon einfach mal einen Eindruck. Und ich würde sagen, der Nick, wenn er Lust hat, spielt uns mal ein. Okay. Und ich drehe mal ein paar Knöpfchen und dann schauen wir mal, was das Pedal so kann. Ja, soweit ja. Vielleicht. Das war jetzt erstmal den Drive, den ich euch soweit gezeigt habe. Ich finde es sehr... Aber bitte? Ja. Nein? Also ich glaube, so ein Andy Timmons-Fan möchte dann doch, ich glaube, eher mehr Humbucker, mehr Distortion. Ja, ich denke auch. Werden wir auch gleich mal alsbald dran schnallen, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde auch mit Single Coils jetzt gerade, war das schon ein ziemlich amtlicher Sound. Ja, also sehr organisch. Auf jeden Fall. Ja, also es ist mal so ein Gerede, aber ich finde so diese Trademark-Sounds oder diese klanglichen Facetten eben, was so ein Andy Timmons auszeichnet, das hört man hier schon auf dem ersten Hörer schon eigentlich raus. Also es ist relativ organisch auf jeden Fall, finde ich. Es ist komprimiert angenehm, ohne jetzt das Spielgefühl zu kennen. Ja, du hast ja gerade gespielt für uns. Aber ich würde sagen, die Gitarre hängt ja relativ gut wahrscheinlich am Gas, wie man so sagt, oder? Doch. Hat jetzt sich nicht so angehört, als ob du dich abgequält hast beim Spielen. Nein. Ne? So, das finde ich schon mal immer eigentlich ganz nett. Was ich gerade vergessen habe noch zu erwähnen, euch wird dieser kleine Switch da aufgefallen sein, das möchte ich kurz nochmal nachholen, der nicht beschriftet ist. Und zwar ist das hier ein 3-Wege-Toggle. Damit wird im Prinzip so der Headroom vom Verstärker simuliert. In der Mittelstellung haben wir 100 Watt, also soll ja eben das Pedal 100 Watt so gesehen verstärkertechnisch bringen. Unten haben wir dann, meine ich, 25 und oben dann 50 Watt. Macht sich insofern bemerkbar, wir sind jetzt im 100 Watt Modus, dass der auf jeden Fall deutlich lauter ist und einfach auch ein bisschen offener klingt. Bei den niedrigwattigen Einstellungen sollte der Ton dann eigentlich ein bisschen mehr komprimieren. Genau.
Das können wir uns gleich auch nochmal anhören. Wollen wir noch ein bisschen was Single-mäßiges einmal und dann gleich wechseln? Oder? Ja. Ja, vielleicht dann drehe ich noch ein paar andere Knippe. Einmal ein bisschen so ein Ja, klar. Akkord mal stehen lassen. Ein bisschen. Also ich muss jetzt sagen, wir gucken uns viele von den Pedalen hier jetzt zusammen auch das erste Mal an, sage ich mal. Ne? Also um jetzt auch so ein bisschen diese Testsituation so ein bisschen auch nachzustellen. Ich finde jetzt, dass die Klangregelung nicht sonderlich effektiv greift, beziehungsweise jetzt nicht stark regelt. So. Ich meine, grundsätzlich finde ich, ist es mir lieber, wenn man es besser wohl dosieren kann und alles ein bisschen feiner zu regeln ist. Aber da habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade in diesem Setting, in diesem Raum gerade keinen großen Unterschied wahrgenommen. Also klar hat sich es ein bisschen verändert, wenn man runter oder hoch geht mit der Klangregelung, aber so, oder? Von deinem, Das sagt denn wir können es ja mal mit den Extremstellungen einmal ausprobieren, noch ganz Andy kurz. Timmons Law. Ja, muss so klingen. Set and forget, wenn das ein Sound ist, so, dann ist das auch in Ordnung, ne? Keine Ahnung. Okay, können wir nochmal versuchen? Ja, einfach mit so. Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht, da passiert auf jeden Fall was. Ne? Aber jetzt im ersten Augenblick hatte ich den Eindruck, dass es nicht so viel wäre. Aber jetzt gerade, da passiert definitiv was. Aber was ich halt sagen will, es ist kein irre breiter Regelweg im Sinne dessen, ich reiße jetzt irgendwie das Ganze nach rechts auf und der Ton wird irre schlank. So, das jetzt eher nicht. Es wird halt ein bisschen höhenbetonter, finde ich, aber es wird halt nicht zu schrill oder auch nicht zu spitz. Also es muss jetzt gar nicht negativ ausgelegt werden, ne? Versteht mich da bitte nicht falsch. Und nach unten, also es ist halt eher, finde ich, so ein bisschen so in die Richtung drücken, als irgendwie diese Überbetonung, was viele Pedale haben. Würde ich jetzt mal so schlussfolgern erstmal. Natürlich ohne Gewehr. Ne? Gut. Wollen wir dann direkt mal weitergehen und eine Humbucker-Klampe dranhängen? Wir melden uns zurück. Der Nick hat jetzt eine Les Paul auf den Schoß. Schön mit 2 Humbuckern, um nochmal ein paar andere Eindrücke zu gewähren. Wir haben übrigens, das habe ich jetzt nicht erwähnt, wie immer, hier vorne noch, wenn ihr was hört, effekttechnisch ein Flashback und Hall of Fame Mini von TC eingeschliffen. Ja, nur damit ihr es wisst. Genau, und ich würde sagen, spielt uns gerne erstmal ein. Ich drehe ein bisschen an den Knöpfen. Das tut schon weh, ne? Das brät ordentlich. Also obenrum, wir klingen jetzt gerade richtig in den Ohren. Also das ist natürlich auch der Lautstärke hier geschuldet, das muss man dem natürlich auch sagen, dem zugestehen. Aber ja. Ja, also
teilweise, ja, wenn man die Höhen da reindreht oder so, oder Presence, das ist schon grenzwertig. Ja. Aber ich meine, es gibt Leute, die das auch mögen. Absolut, kommt ja auch letzten Endes, ja, ne, Geschmäcker sind verschieden, das einerseits, aber es kommt ja auch immer auf Setup an. Ne? Was spiele ich für eine Gitarre, was spiele ich für einen Amp, auf jeden Fall. Wo spiele ich und so weiter, was für ein Genre möchte ich bedienen. Klar, das spielt ja alles mit rein. Und jetzt muss ich auf jeden Fall auch nochmal sagen, dass die Klangregelung definitiv, um da nochmal drauf zurückzukommen, definitiv ordentlich arbeitet. Das ist mir eben in dem Maße nicht so aufgefallen. Genau. Nö, aber an sich, es ist halt, ich glaube, die Kunst wird es hier sein, so das Zusammenspiel zwischen dem EQ und diesem R-Regler hier zu finden, was halt auch, wie gesagt, nochmal so ein Klangregelungselement ist. Ich denke, da wird es je nachdem, was man so soundtechnisch im Ohr hat, irgendeine Einstellung geben, so ein Sweet Spot, je nach Gitarre und so weiter, wo es halt tut. Also das Ding so haut auf jeden Fall eine Menge Höhen raus. Also sieht man ja schon, wenn man eine Humbucker Gitarre hat. Das stimmt. Ja, brät ganz ordentlich. Ne? Obwohl es ja so eigentlich optimal ist, ne? Wenn die Höhen dann nicht zu viel, aber ist halt Geschmackssache. Ja, ich meine, klar wird sich das auch irgendwie so an irgendeinem Marshall-Ursound orientieren im weitesten Sinne, so, ne? Ist ja bei Andy eigentlich meistens der Fall. Und so dieses oben offene, das finde ich dann ja meist eigentlich so auch ganz gut. Ist halt nur diese Gratwanderung, ne? Dass es halt eben nicht zu spitz wird und zu penetrant fürs Ohr, aber halt doch gerade so im Hochmittenbereich gut ist fürs Durchsetzungsvermögen. Ja, aber ich denke, was uns alle noch interessiert, sind ein paar Lead-Sounds. Ne? Allgemein, gerade was im BB-Preamp auch so ein bisschen ausgezeichnet hat im Vergleich, der hat halt immer sehr schön getragen. Ne? Also ohne, dass das irgendwie zu komprimiert war oder so, der hat schön gefüttert, angenehm, also so wie man es halt mag. Nicht, dass es einem das Pedal dann so gesehen das Spielen abnimmt, aber das zumindest unterstützt. So, genau, vielleicht irgendwas Liedmäßiges oder so. Das ist doch schon mal ein ganz amtlicher Ton, oder? Macht Spaß. Also mit ein bisschen mehr Delay reingedreht. Ja, jetzt habe ich vor lauter Staunen ganz vergessen, an den Reglern zu drehen. Mensch, ich wollte den Leuten doch da draußen ein bisschen was zeigen. Magst du vielleicht noch mal so eine kleine Solo-Eskapade abfeuern? Okay. Und ich versuche da mal ein bisschen... Schon sehr, sehr viele Höhen. Ne? Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen, finde ich gerade. Also großartig über 12 Uhr hinaus, finde ich, braucht man den Equalizer gerade nicht bedienen. Also im Heavy-Bereich fällt es gerade, also mit mehr Gain einfach auch noch ein bisschen mehr auf, finde ich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber gut, ist halt alles ein Geschmackssache. Vor 10 Jahren habe ich auch die Fledermäuse von der Decke geholt. Von daher, das würde ich heute nicht so machen, da stehe ich auch nicht mehr so ganz so drauf. Aber ja, wie gesagt, also wer Höhen haben will und absolut sägen möchte, dann bitteschön. Ja, nee, das ist ja cool, dass einfach alles regelbar ist. Ne? Ich meine, wer es braucht, der kann, ja, wer nicht, dann nicht. Und so, wie es jetzt eben halt auch eingestellt war, also ich fand den Lead-Sound gerade tierisch. Also das war schon echt sehr geil. Ja, ansonsten fällt mir da eigentlich auch viel gar nicht mehr zu ein, zu dem Pedal. Nö. Gut. Ja, ich hoffe, wir haben euch jetzt so einen ersten Eindruck gewähren können. JHS, das neue Andy Timmons Signature Overdrive. Und wenn der Nick Lust hat, kann er uns noch mal kurz rausspielen vielleicht.